Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ich habe ganz gute Neuigkeiten für euch, denn es waren ja sehr viele damals traurig gewesen, dass der gute Paul Terra hier auf W50, wo wir uns jetzt gerade auch befinden, aufgehört hat. Denn wir hatten ja ein kleines Projekt am Laufen, und zwar der Paul und ich. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir, da wir ja beide gesponsert wurden mit demselben Betrag, und in der gleichen Gilde seit Tag 1 gespielt haben und Paul ja die Dungeon-Pause eingelegt hatte und ich die Dungeons weiter gerusht habe, konnte man halt das allererste Mal so in SF so vergleichen, ey, ist jetzt Dungeon-Pause worth oder ist Dungeon-Pause für mich jetzt nicht worth? Nach wie vor könnt ihr das für euch selbst entscheiden, was für euch am Ende des Tages mehr Spielspaß bedeutet, denn für mich ist es nach wie vor nichts so. Ne? Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist schon durchaus effektiv. Es wurden ja auch viele Berechnungen immer gemacht, aber nichts so richtig in einem Praxisbeispiel gezeigt. Und ja, das bin ich ein bisschen zu hell hier irgendwie. Das fanden viele Leute halt ziemlich schade, nicht nur, dass Paul aufgehört hatte, sondern dass halt eben auch dieses Projekt, was wir am Laufen hatten, Dungeon Pause gegen Dungeons Rushen. Was ist besser? Was lohnt sich mehr? Ist es besser, schneller eine hohe Stufe zu haben, damit ein höheres Goldeinkommen zu haben, um halt eben schon bessere Skills zu haben, oder ist es besser, sich die Dungeons aufzubewahren, dann eben die XP-Kurve mitzunehmen, länger bessere Quests auf Erfahrung zu questen und dann später halt eben, dann wenn man nicht mehr so gute Quests hat, die Dungeons legen und dann den anderen überholen und halt somit dann am Ende des Tages mehr Gold machen. Was ist besser? Was ist die bessere Strategie? Es gibt viele theoretische Sachen dazu, leider nie was Praxisbeispielhaftiges dazu irgendwie veranschaulicht worden, und das ist halt sehr schade gewesen. Jetzt hatte mir jemand aus der Gilde geschrieben, und zwar der Meister G, der ja auch sehr in der Paul-Community vertreten ist, und hatte mir gesagt, ey, seit Serverstart spielen wir ja auch zusammen in derselben Gilde, also ist einer der Real Keeper noch von der Holzfällerhütte hier. Seit Serverstart ist er hier auch am Stissel und spielt halt hier einen Magier. Das ist halt so das Einzige, was so ein bisschen, was jetzt der Unterschied ist, weil Paul und ich, wir hatten ja nicht nur selbe Voraussetzungen, selbe Gilde, sondern auch selbe Klasse. Ne? Jetzt haben wir hier den Meister G, der hatte sich nämlich angeboten gehabt bei mir. Ey, wir haben doch auch dieselben Voraussetzungen so an sich. Ich habe ungefähr so viel reingepayt, wie du an Fortschritt hast, so, ne? Wenn nicht vielleicht sogar ein Stückchen mehr. Am Anfang des Serverstarts hat er geschrieben, ein paar Level sogar über uns gewesen und ist jetzt von der Minenstufe her und von der Schatzkammer so ungefähr auf demselben Level, wie ich es bin. So. Und der Meister G ist halt jemand, der das Gleiche macht wie Paul Terra und halt eben eine Dungeon-Pause einlegt. Ich zeige euch dazu einfach mal jetzt im Hintergrund unsere Stats. Okay, Dungeon-Pause seit dem 1.1. hat er ja auch zu stehen gehabt. Ich zeige euch einfach mal die Stats und möchte euch mal hier einen Screenshot zeigen von dem, was er mir geschrieben hat. Also zu meiner Dungeon-Pause. Ich habe beim Leggy-Dungeon Dezember 2021 mich und meine Begleiter komplett ausgerüstet und bis zum 31.12. gewartet, um dort für alle nach Edelstein zu suchen, da dort Festungsevent war. Ich habe alle gelegt bis zu einer Chance von 0,25 bis 0,5 circa und bin damit 393 geworden. Der Knackpunkt überhaupt, ne, des Levels. Vielleicht die erste Woche im neuen Jahr habe ich noch Dungeons gelegt, seitdem nicht mehr. Da dürfte ich Level 400 gewesen sein. Dauer wird sein bis 500, 520, so in dem Dreh. Bis dahin gehe ich logischerweise voll auf XP, um dann den Switch auf Gold zu machen. Seit der Pause mache ich halt den Daily Stuff plus Gebäude skippen, wobei ich erstmal aufgehört habe, Mine zu skippen. Im Zweifel kann ich am Ende der Pause die noch auf 100 ziehen, je nachdem, wie viel dann noch fehlt. Und ja, dann hat er noch gesagt, wenn ich noch andere Daten und sowas wissen möchte, ne? Schreibt dann, wie kann ich ihn schreiben? Ja, also Meister G, auch jemand hier auf W50, der extrem krass am Start ist. Ihr seht das alleine anhand der Platzierung, ist ja eigentlich unglaublich heftiger Char hier auf W50 und deswegen auch meiner Meinung nach ein sehr guter
Vergleichschar für unser Projekt, dass wir im Nachhinein immer noch gut veranschaulichen können, ob sich eine Dungeon-Pause irgendwo lohnt, stat-technisch gesehen, oder ob das eher weniger interessant ist, und ihr könnt das halt dann am Ende entscheiden. Das heißt also, am Ende des Tages dieses kleine Praxisprojekt, was wir hier am Laufen haben, das gilt noch weiterhin, und dann werde ich das auch videotechnisch noch ein bisschen mit begleiten, damit man sieht, was das eigentlich alles so bringt. Ihr seht mal von den Items her und von den Steinen vor allen Dingen, wir haben hier 1500er Steine drinne, also maximal bis zu 1000, also 1400 bis 1500, und so bin ich auch ungefähr am Start. Ich bin ein bisschen besser hier und da, habe hier und da den ein oder anderen besseren Edelstein. Also das ist so ein kleiner Vorteil von mir. Von den Stat-Punkten her sind wir tatsächlich auch fast identisch, was mich schon sehr beunruhigt, muss ich sagen, weil ich halt eben die Dungeons durchgerusht habe und der Meister G halt eben nicht. Der hat noch einiges auf der hohen Kante. Man muss dazu aber auch sagen, Paul hatte, glaube ich, aufgehört relativ früh mit den Dungeons. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube bei 360, 370 oder so. Also er hat sehr früh Pause gemacht, ne? Und der Meister G macht halt erst, in Anführungszeichen, erst Pause seit Stufe 400. Das ist also ein bisschen später. So, von den Basisstats her haben wir hier 19.000 und einmal 11.000. Also 30.000, sagen wir mal so, an Basisstats, und hier haben wir 18 zu 10.000, also hier bin ich knapp, sagen wir mal ganz grob, bin ich so 2.000 Basispunkte momentan gerade vor Meister G. Ist halt aber auch ein absolut heftig gespielter Account, und ich gehe mit meinen Quests hier wirklich full auf XP. Ne? Der Meister G ja anscheinend nach dem, was er hier halt eben geschrieben hat, auch. Manchmal denke ich mir sogar, Alter, hätte ich vielleicht nicht mal die andere Quest mitnehmen sollen, die vielleicht ein bisschen mehr worth ist. Also ich bin hier wirklich volle Kanne weiterhin auf XP am Grinden, in der Hoffnung, dass ich halt eben durch mein höheres Level halt ein bisschen mehr Goldeinkommen generieren kann, sei es halt eben durch die Goldgrube, sei es halt eben durch die Quests oder was weiß ich wodurch. Goldgrube jetzt hier schon fast auf 41, also das geht auch richtig, richtig schnell voran. Edelsteinmine auf Stufe 59, Schatzkammer natürlich auf der 45, ne? Und also jetzt haben wir jemanden noch glücklicherweise gefunden, der so ungefähr auf dem gleichen Niveau sich hier bewegt. Ihr seht auch, ich bin gut vertreten auf W50. Mit Stufe 470 bin ich hier echt schon gut am Start. Hier sind natürlich noch welche dabei, die so wie Universe, die 478 sind. 477 haben wir hier noch ein, 76 hier. Das sind auch absolute Brecher auf jeden Fall. Und deswegen möchte ich da euch auch, wenn das mit Paul und mir jetzt nicht so ganz geklappt hat, mit dem Dungeon, mit der Dungeon-Pause und dem Vergleichen, wie sehr lohnt sich das denn so, ne? Haben wir hier nach wie vor einen guten Referenzchart, nach dem wir uns dann halt eben richten können. Wo ich gefühlt sagen muss, ich weiß nicht, wo Paul jetzt stehen würde, hätte er genauso weitergespielt, wie er es gemacht hatte seit Anfang des Serverstarts. Ich denke mal, dann wäre er wahrscheinlich auch in den Top 31. Ich gehe mal einfach stark von aus, sodass man sagen kann, ja, ob ich jetzt nun hier stehe oder Meister G oder Paul, ne, das ist hier alles so ungefähr auf gleichem Niveau. Und deswegen kann man sich da halt auch eben ganz gut nachrichten, und deswegen auch hier der Vergleich an der Stelle, ne? Also seit Anfang des Jahres hat hier Meister G keine Dungeons mehr genommen. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen spät, also ich glaube 400 ist schon ein bisschen spät für eine Dungeon-Pause schon fast, wenn man sich die auf 500, 520 nehmen möchte. Keine Ahnung, ich hatte mal sowas gehört, dass man wirklich mit 370 oder sowas vielleicht anfangen sollte, Dungeons aufzubewahren, aber ja, das ist am Ende des Tages dann halt auch wirklich jeden selbst überlassen, und ich bin gespannt. Mal schauen. Wir haben ja noch ein paar Level vor uns, beziehungsweise Meister G hatten ja noch 40, 50 Level vor sich, bevor er dann anfängt, die Dungeons zu nehmen. Und das ist halt jetzt eben meine Zeit, noch mehr versuchen, goldtechnisch Abstand zu gewinnen und halt eben auch ein paar Skillpunkte mehr zu haben, denn wahrscheinlich
mit dem Level, was Meister G jetzt momentan hat und den Dungeons, die er noch zur Verfügung hat, wird er mich definitiv im Level überholen. So, das ist, denke ich mal, klar. Ne? Und deswegen, ja, bin ich froh, dass er sich hier angeboten hat, dass wir hier das Ganze vergleichen können, weiterhin auf W50 und damit ihr dann auch direkt ein Praxisbeispiel habt für euch, ob ihr das denn machen wollt oder nicht mit der Dungeon-Pause, weil es wird immer viel gesagt, es wird immer viel erzählt, Theorie, Crafting hin und her, aber so Praxisbeispiel gab es halt eben noch nicht, deswegen auf jeden Fall hier das ganze Thema auf W50. Ja, das war es soweit. Wenn es euch interessiert, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne eine Bewertung auf das Video da, wenn wir das Projekt weiterhin verfolgen sollen. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.